Folgt nach dem 8-0 in Kiel heute das nächste Schützenfest? Das ist die Frage, die ich mir stelle an Spieltag 26. Es geht mit großen Schritten auf Richtung Saisonende zu. Das heißt, die ersten Entscheidungen stehen bald fest, hoffe ich. Wir werden wahrscheinlich noch bis 1-2 Spieltage vor dem 34. Spieltag warten müssen. Und wir spielen auch heute ja, mit einer Mischung aus A und B11, denn das nächste Spiel ist das Rückspiel gegen Barcelona. Da müssen wir auch mit der besten Truppe spielen. Und deswegen sehe ich zu, dass bei gegebenen Ergebnissen auch ein paar andere schon auf die Bank gehen und dann ausgewechselt werden. Aber das kann natürlich eine ganz, ganz andere Situation heute sein. Ich glaube nicht, dass wir hier 8-0 gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass Bochum stärker ist als Kiel, obwohl Bochum halt auch unten mit drin hängt. Ne? Die sind 16. Wir spielen hier am Freitagabend. Wir können also vorlegen. Vor Bayern und Frankfurt und so weiter. Aber die Bochumer, die können uns auch gefühlt noch hier einen reindrücken und uns die Meisterschaft so ein bisschen zunichte machen, ein bisschen spannender machen. Weiß ich ja nicht, wie man das jetzt nennen möchte. Aber die können auf jeden Fall uns gefährlich werden. Ich glaube sogar gefährlicher als Holstein Kiel. Sari Stand jetzt. Habe ich gegen Kiel auch gesagt. So, unter anderem mit Julian Brandt. Ryan Kent mal wieder in der ersten Elf. Dann Bessay auf der linken Seite. Und vorne ist Gamaka anstatt Sebastian Aller. Der ist heute gar nicht mit dabei. Der darf sich für Barcelona schonen. Und natürlich auch unseren super Vorlagengeber. 18 Vorlagen in bislang 22 Partien. Kvaratskhelia, der gegen Kiel 5 Vorlagen. 3 davon alleine nach einem Eckball gemacht hat. Dann dazu noch ein Freischusstor. Also kann man sagen, so das Spiel des Kvaratskelias. Das war wirklich überragend, was er da gemacht hat. Aber gut, ein Spiel, wo halt jeder Ball reinging. Das hatten wir in Freiburg beim 8-0. Das hatten wir jetzt gegen Kiel auch beim 8-0. Ich dachte, das ging... Oh, Kiel war so eine einmalige Sache, aber... gegen Freiburg war das so eine einmalige Sache, aber ging dann doch leichter von der Hand als gedacht vorher. So, erste Gelbe hier für Goralski. Gegen Goralski oder was? So, 38 Meter. Schießen wir nicht. Nicht mit Bellingham, sondern mit Rüdiger. Der kann das auch mit Außenriss. Und dann, ja, wollen wir das hier eh nicht dominant machen. Wir gegen Kiel auch direkt in die Tiefe. Schnell spielen und dann aus wenig ganz viel machen. Schlotterbeck, oh, mit der Hacke. Das klappt natürlich alles, ne? Wenn du mal so eine Phase und eine Form hast. Das sollte eigentlich eine Schussantäuschung werden, aber gut. Gibt's einen Eckball. Wenn du halt gerade so eine Phase hast, wo gefühlt jeder Ball reingeht, da traust du dich auch ein paar mehr Sachen. Da ist dann das Selbstverständnis da, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Bellingham. Als wenn du halt unten drin stehst, da überlegst du dir vorher zweimal, ob du diesen Ball spielst. Oh, apropos Zoller. Was hat der denn jetzt vor? 100 Meter Lauf gegen Rüdiger. Der weiß, wie man mit solchen Läufen umgeht. So, und Rüdiger, der bleibt gleich mit vorne. Der beackert mal die Außen. Warum nicht gegen Michelin? Rüdiger als Flankengeber, das wäre der Hammer. Guck mal, der schlägt sogar gefährlichere Flanken teilweise als unsere Flügelspieler. So, und dann haben wir Bochum wieder da, wo wir sie haben wollen. Die lauern auf Konter. 4-3-3 spielen die. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Pressing. Oh, das wäre natürlich schön gewesen. Was war das denn? Das war wieder so ein kleiner Aussetzer. Schöner, druckvoller Pass nach hinten, aber der wäre fast im eigenen Tor gelandet. Naja, nächster Eckball. Nehmen wir gerne an. Mal gucken, was wir daraus machen. Schlotterbeck. Brandt, Bellingham und die Chance jetzt für... Oh, Rüdiger ist da Milo Gonga im Weg. Du Trottel. Gib mal direkt eine Gehaltskürzung. Was soll das denn, ey? Nichtsgönner. So, Bochum kommt über Römmling. Oh, da ist viel zu viel Platz. Rüdiger muss richtig stehen. Hat er. Super. Und direkt hier im Tempo bleiben. Der Tempo-Gegenstoß, Brandt. Über die Außen, da soll er gar nicht spielen. Da sollte eigentlich Ryan Kent spielen, aber jetzt spielen die beiden halt verkehrte Position. Und die Chance
Durch Ryan Kent. Oh, katastrophaler Fehlpass. Und das muss die Führung sein. Und das ist sie. Brandt 1-0. Das war jetzt schon der zweite druckvolle Ball nach hinten, den die Bochumer da spielen. Warum auch immer. Hier, zack, völlig unnötig. Und dann muss den Veron eigentlich schon machen. Riemann ist dann auch dran und Brandt sagt Dankeschön. Das war eines der einfacheren Tore der Saison, aber musste auch machen. Na, ganz kurios. Ganz, ganz kurios. Das sollte eigentlich so sein. So, Ryan Kent, das ist alles soweit okay. Gut. Dann machen wir weiter. Nur 1:0 nach 34 Minuten. Ganz schön schlecht. War ich gegen Kiel nicht so gewohnt. Da stand es jetzt schon 4:0. Da hatte sich dann Quarazkelia den Ball zum Eckball zurechtgelegt. Und sah dann Sebastian Haller in der Mitte. Und der vollendete. So, nächster Angriff. Skamaka. Schöner Ball. Da läuft wieder. Und schöner Ball zurück. Sehr, sehr gut. Brandt mit der Chance auf den Doppelpack. Jawohl. Geht schon wieder los. Innerhalb von 2 Minuten hier der doppelte Jule. Der doppelte Brandlöscher. Wenn man so möchte. Aber auch das geht wieder zu einfach. Auf der Außenlinie, da sind wir zu dritt. Brandt läuft durch, da ist die Abwehr völlig indiskutabel gestanden. Und dann Brandt auch wieder mit links. Weißt du, das ist wieder so ein Tor, das darf so eigentlich gar nicht fallen. Wer schießt denn da mit links mit der Seite aufs lange Eck? Naja, und dann waren es doch 4 Minuten. Also vielleicht war das jetzt der Startschuss zu einem weiteren Schützenfest. Ich weiß es nicht. Ich garantiere für nichts. Ich weiß nur, dass ich so weiterspiele. Und wenn sich halt diese Chancen ergeben, dann versuche ich natürlich auch diese Tore zu machen. Kobel, ja. Der hat im letzten Spiel wirklich fast gar nichts zu tun. Dem ist fast langweilig geworden. Das wird gegen Barca, denke ich mal, anders aussehen. Ich glaube auch, dass das nochmal eine richtig heiße Partie sein wird. Die werden da auch nochmal alles raushauen. 3:0. Und wenn einer Rückstände drehen kann, dann macht das Barca. Fragt mal nach bei Paris Saint-Germain. Da können wir nämlich dann auch schon mal zur Halbzeit ein paar Stammkräfte rausnehmen, die dann gegen Barca auf jeden Fall auch wieder spielen werden. So ein Bellingham zum Beispiel oder Schlotterbeck oder Rüdiger. Jetzt kommt aber erst nochmal Veron. Skamaka läuft sich da frei. Ne, Flanken halt. Da kannst du nicht viel mitmachen. Und gut, 2 Tore durch einen Doppelschlag. Der doppelte Julian Brandt. Sieht doch ganz gut aus. Und es fühlt sich auch wieder ein bisschen besser an. Es läuft halt einfach, wenn die besten Spieler spielen, das merkst du halt einfach. Da hätten wir gegen Frankfurt vielleicht auch nicht verloren. Aber gegen Frankfurt musste ich umstellen. Also da war wirklich jeder der Stammspieler bis auf die Hälfte runter. Da hätte ich zur Halbzeit schon 5-mal wechseln müssen oder nach einer halben Stunde. So, bringen wir doch mal Pedersen für Brandt. Der hat seinen Doppelpack gemacht. Koulibaly für Rüdiger. Benasser für Bellingham. Und Adeyemi. Ich lasse Ryan Kent auch nochmal. Der muss auch mal ein bisschen Spielzeit kriegen. Schaut mal, habe ich jetzt Pedersen? Ach, für Brandt. Genau, ich dachte jetzt für Skamaka. Nee. Also, rein geht's. Halbzeit 2. Vielleicht schießen wir nochmal 1-2 Tore fürs Torverhältnis, obwohl wir haben mit den beiden jetzt zusammen 78 Tore geschossen. Also ich glaube, am Torverhältnis wird es dieses Jahr nicht scheitern, wenn wir nicht Meister werden sollten. Da sind schon alleine 16 Tore mit drin aus dem Spielen gegen Freiburg und gegen Holstein Kiel. Aber wir machen trotzdem weiter. Die Chancen, die sich uns ergeben, wir müssen im Flow bleiben für die anderen Spiele. DFB-Pokal kommt ja bald gegen HSV. Dann aber zu Hause. Dann im besten Fall noch Viertelfinale und Halbfinale der Champions League. Und Finale dann natürlich. Und dann irgendwann auch die Meisterschaft. Achtung, erste Chance, richtige für Bochum. Gut geklärt. Von Koulibaly. Und dann kriegt Kobel den Ball. Mit all seiner Souveränität. Und wieder mit wenig Bällen. Also das machen wir jetzt auch besser. Oder beziehungsweise es fällt mir auf, dass wir in den letzten Spielen wenig Pässe spielen. Aber dafür genaue Bälle, schade. Und uns gar nicht lange hinten auffallen. Das hatte ich ja auch mal eine Phase, wo ich wirklich viel hinten rumgespielt habe. Aber vielleicht hat sich das durch das Update auch wieder ein bisschen angepasst. Dass man jetzt wieder anders spielen muss, dass sich das Spiel auch wieder anders spielen lässt. Nach dem 10.000. Gameplay-Update. Achtung, Bochum, abseits, abseits.
Alles gut, fahrt runter. Ist also auch bislang ein sehr, sehr dominantes Spiel von uns. Finde ich gut. Auch wenn die Bochumer vielleicht irgendwann mal ein bisschen höher stehen müssen oder ein bisschen mehr riskieren müssen, kommt das uns auch nur entgegen. Esposito, Fehler, Kent und das gibt Elfmeter. Oder gibt das Freischuss? Ich glaube Elfmeter sogar. Das war im Strafraum, bin ich der Meinung. Esposito mit einem großen Fehler. Das müsste Elfmeter geben. Oder gibt das ganz knapp noch Freistoß? Ne, gibt Elfmeter. Also Scamacca mit der Chance aufs Dritte und auf die Entscheidung. Großer Fehler von Esposito. Und schönes... Nein! Schönes Tor, wollte ich sagen. Riemann. Oh, oh, oh. Auch ein seltenes Bild, dass wir hier in Elfmeter verschießen. Aber gut. Aber egal. Der Elfmeter entstand auch wieder durch Nachsetzen. Druckvolles Nachsetzen. Und ihr seht, wie schwer man dann so einen Gegner beschäftigen kann. Nochmal. Sambi Lukonga. Da liegt Schnee drauf. Nochmal Sambi Lukonga. Vielleicht macht er den jetzt selber. Ja. So eine Granate da. Ja, so hältst du Bochum natürlich nochmal im Spiel, ne? Wenn du das Ding machst, dann steht es 3-0, dann war es das. So ist Bochum halt auch nochmal drin im Spiel. Berisha, Förster. Oh, Goralski, aber Koulibaly passt gut auf. Sehr schön. So, nächster Konter. Vielleicht jetzt die Entscheidung. Veron gegen Michelin. Der müsste eigentlich nicht hinterherkommen. Und jetzt Veron. Mach alleine. Jawohl. Spitzer Winkel. Und das war's. Das ist die Entscheidung. 3-0. Dann machen wir es halt jetzt. Wenn der Elfer schon vorbeigeht. Sehr, sehr schön. Ihr seht Geschwindigkeit. Ist einfach ein ganz, ganz großer Vorteil. Nicht nur im Fußball, in allen Sportarten. Speed kills, sagt man ja auch so schön, ne? Speed kills. Sportlich gesehen, und das war hier immer wieder eins von vielen Beispielen. Und dann wird es doch recht deutlich. Nicht so deutlich wie gegen Kiel. Aber auch sehr deutlich und sehr dominant. Vielleicht ist es gerade für uns gut, dass solche Gegner zum Ende der Saison dann nochmal kommen. Ne? Also nicht, dass wir jetzt Bayern haben oder Frankfurt. Die hätten wir natürlich auch jetzt bekommen können in der Phase. Oder Wolfsburg, Leipzig. Nein, aber es sind halt jetzt Bochum und Holstein Kiel, die erstmal dafür herhalten müssen. Und weiter geht's. Scamacca, nächste Chance. Ken müsste abseits. Ja. Schade, ganz knapp. Das ist aber auch kein Problem. Warum zeigt er mir jetzt an Guerrero für Veron? Kann der auch linkes Mittelfeld? Wohl anscheinend. Naja, und das ist halt hier jetzt ein bisschen hoffnungslos und planlos. Klar, die Bochumer haben jetzt vielleicht so ein bisschen abgeschalten. Da geht halt jetzt auch nicht mehr viel. Die müssen zusehen, dass sie ihr Torverhältnis nicht ganz versauen. Achtung. Das 3-0 heute. Oh, Riesenfehler. Riesenfehler. Und Kobel darf sich nochmal auszeichnen. So schnell kann man auch einen Gegner wieder aufbauen. Indem man sich das Leben einfach selber schwer macht. Eckball. Schlotterbeck geht nicht hoch. Oh, Kobel greift daneben. Und der Kopfball. Aus 100 Metern gefühlt. Aber der kleine Ryan Kent auf der Linie. Und der nächste Angriff hier über Pedersen jetzt und Adeyemi. Neues Sturmduo. Die harmonieren eigentlich auch ganz gut zusammen. Pedersen. Ja, der wird ja dann auch verliehen. Der wird auch noch seine Spiele machen und die Stärken bekommen in den nächsten 2-3 Saisons. Da wird er auch bis, glaube ich, eine 80, 85 kriegen, würde ich sogar meinen. Wenn nicht sogar noch höher. Der hat ja wirklich ein Potenzial bis 92, 93. Das ist eine wirkliche Waffe. Auch finanziell. Kobel kommt raus. Hat den Ball. Also alles ganz souverän. Wir fahren den nächsten Sieg ein. Legen schon mal vor. Jetzt bin ich gespannt, ob die Konkurrenz nachzieht. Frankfurt, München. Oder ob die halt auch mal federn lassen. Dann wäre der alte Punkteabstand fast wieder hergestellt. Adeyemi, schade.
Kriegt er nicht ganz. Veron, den kriegt er jetzt. Pedersen und jetzt Sami Lokonga hat Platz. Ja, läuft durch. Keiner greift ihn an. Lokonga! Und Riemann. Der beste Bochumer vielleicht heute. Benasser nochmal. Auf ganz, ganz engstem Raum. Benasser nochmal drüber. Schade. Nochmal ein guter Angriff. War jetzt aber auch nicht spielentscheidend. Von daher, wie viel Nachspielzeit? Wahrscheinlich 2 Minuten. 1-2 Minuten gibt es nochmal oben drauf. Und dann sind das die nächsten 3 Punkte. Bochum muss woanders ihre Punkte holen. Seine Punkte holen. Aber vielleicht schießen sie ja nochmal ein Tor. Ne, Koulibaly ist da. Klärt den letzten Ball und dann ist unterm Strich ein ganz, ganz hochverdientes 3-0. Mit, ja, leicht angezogener Handbremse, würde ich mal behaupten. Denn die Kraft brauchen wir jetzt fürs Rückspiel gegen Barcelona. Das wird nochmal genauso schwer und spannend wie im Hinspiel. Auch von der Statistik her geht das völlig in Ordnung. 13:2 Schüsse. Und jetzt ist halt Barcelona auf der Tagesordnung. Leihangebot für Kofi von Etifak FC. Leihangebot. Leihe zum Kauf wieder. Muss ich wieder delegieren. Leihe machen wir erstmal für ein halbes Jahr. Ist aber erst ab Sommer, glaube ich, ne? Oder ist das jetzt schon? Hat da das Transferfenster das ganze Jahr über auf. Und dann kommt Schalke. Also auch wieder 2 ganz, ganz entscheidende Spiele jetzt, die wir vor der Brust haben. Leihangebot für Pedersen. Granada, nee, der ist doch bei Genk. Warum kriegt der immer noch weiterhin Angebote? Verstehe ich nicht. Angebot ablehnen, der ist doch schon bei Genk. Oder nicht? Ist das nicht durch langsam? Kann ich ja gar nicht glauben. So, Tabelle hier. Hinspielsieg 3-0. Gab schon irgendwie Spiele. Ja, Bayern ist weiter. Gewinnen also auch das Rückspiel gegen United. Hier ist Liverpool weiter. PSG kommt weiter. Und Atletico Madrid. Also Bayern, Liverpool, Paris, Atletico. Das ist schon mal ein geiles Viertelfinale. Hier würde ich mir wünschen, wenn Inter das noch dreht. Real könnte das auch noch drehen, dass wir weiterkommen. Und Leverkusen, dann hätten wir doch 3 deutsche Mannschaften im Viertelfinale. Warum denn nicht? Also, lasst gerne ein Abo da. Es geht jetzt in die heiße Phase, wenn ihr die nächsten spannenden Spiele nicht verpassen wollt. Und natürlich wie immer auch einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.